Crazy shit. Diverse Unterbrechungen und weiter geht's. Aber das ist etwas, was wirklich nervt an Selbstständigkeit und alleine sein. Durchgehende Unterbrechen werden von 9 bis 15 Uhr. Manchmal lege ich auch Handy extra weg und so, aber ganz ohne geht's halt nicht. Ab 17 Uhr ist geil und sonntags und an Feiertagen. Und zwischen den Feiertagen. Ich will mich vor dem Schleifen drücken. Also eigentlich, ich bin jetzt an den Werkzeugen, also mache ich jetzt eigentlich auch die Werkzeuge fertig, weil jetzt irgendeinen Warmlauf starten, wenn ich dann noch 2 Stunden programmiere. Also wer weiß, keine Ahnung, das macht keinen Sinn. Also muss ich mich der Scheiße jetzt stellen und schleife den Stecher. Ich überlege, dass ich, am Abend noch eingefallen, ich hole mal so einen weißen Markierstift. Vielleicht gelingt es mir, diese 24 Grad, so ein bisschen eine Anreißnadel zu markieren, dass ich eine Orientierung habe. Wie schon einige ja da bemerkt haben und geschrieben haben, dieser Schwalbenschwanz ist einfach nur dafür da, dass der Ohrring nicht abhaut. Das heißt, da geht es nicht um die absolute Perfektion. Dichten tut hier nicht das Metall, sondern der Ohrring. So, das gelingt. So. Ich muss den erstmal in eine gerade Aufnahme spannen. Ja, so kann ich das nicht machen. Ich spanne das auf jeden Fall in einen normalen Halter erstmal noch. Um dann immer hier wieder an dem Gerät das gegen zu checken. Reißnadel will mir jetzt selber so einen Schatten werfen. Das ist so, wie ich mir das denke, glaube ich, keinen Sinn macht. So, wenn ich jetzt hier 24 Grad. Ja, ich muss hier die Ecken sauber sehen. Fest. Ich stehe hier jetzt bei 0,984. Auf jeder Seite muss ich schon mal 2,5 Zehntel abnehmen, damit ich vorne die 2,5 erstmal erreiche. Nicht direkt schon zu groß bin. Ja, komm. Habe ich doch oft genug gemacht. Jetzt einfach machen und dann wird das schon. Geh mal schleifen. Okay, die muss ich einfach sauber machen. Passt schon. So, dann brauche ich hier eine Diamantscheibe drauf. Ja, die ist dann auch Runde fertig. Jetzt kommt meine super Diamantscheibe. Komplette Katastrophe, das Ding. Wie klein das ist. Habe ich am Anfang mir mal bestellt. Naja, dann brauchte ich sie sofort an dem Tag, wo sie kam. Also musste ich sie auch benutzen, konnte nicht warten. Und naja, jetzt sitze ich seitdem auf diesen Scheibchen. Das Türkise, das ist alles nur Trägerwerkstoff. Hier außen ist Diamant als Schneidstoff. Denn wirklich
Schneiden oder Schleifen von Halbmetall geht nur mit Diamant. Ja, das reicht. Ja, die ist so klein, ich kann ja auch seitlich nichts vormachen. Und noch eine Atemmaske. Dann kann es losgehen. Die hat hier leider auch ein bisschen Ausbrüche. Egal, wird das schon machen, also mal schauen. Ich hole erstmal eine Atemmaske. Ich habe so eine Schleifscheibe schon mal auseinanderfetzen gesehen. Hier so eine, nicht eine Diamant. Mein Chef saß so davor, wahrscheinlich eher so, und dann zerberstete es die ganze Scheibe. Das flog 15, 20 Meter durch die ganze Halle, das Ding. Alles an seinen Kopf vorbei. Alter, war das. Wir haben Feierabend gemacht, da konnte man gar nichts mehr machen. Deswegen, die ist jetzt fest, aber immer beim Wechsel an, aus. Ja, mal gucken. Dann lasse ich die an und gehe weg nochmal. Alles tutti. So. Ich habe die Brille gesucht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, hier sieht man schon ordentlich ausgedünnt. Geht schon Richtung Schwalbenschwanz. So, aber in welchem Winkel stehen wir denn jetzt? Hier unten. Muss noch ein bisschen steiler. Also 5 Grad. Jetzt bei 20. Ja, ca. 20. Hier auch. Ja, ganz genau 20 hier auf der Seite. Aber gleichmäßig. Alter Vater. 2,9. Das ist gut, das passt. Dann würde ich jetzt nur noch, dann kann ich jetzt schon fast nur noch auf Schräge, denn hier rechts, den Bereich hier oben, so 1 mm, der hat sich noch nicht wirklich runtergeschliffen. Von da aus orientiere ich mich dann jetzt so, dass ich das dann nach da. Heißt, hier unten muss ich, glaube ich, nicht mehr dünner werden. Warte mal, das kann ich auch ausrechnen. Was haben wir hier? 2,36. Was sagt er hier oben? 3,22. 0,9 Unterschied. Ist ja noch ein bisschen mehr. Ich schleife das jetzt mal noch ein bisschen und zeige euch dann gleich das fertige Ergebnis. Da gibt es jetzt eh nichts zu sehen, weil bis gleich. Werkzeuge. Ja, komm, das ist jetzt nicht Thema. Packe ich jetzt mal hier weg. Werkzeuge auspacken, was gibt's? Kaum was Besseres. Das ging gerade alles viel schneller als gedacht. Ich dachte, ich schleife jetzt hier eine halbe, dreiviertel Stunde. Und da habe ich nur noch einen Versuch gebraucht und wollte mich eigentlich an diese 24 Grad bzw. über 24 Grad rantasten. 30 Grad wollte ich nicht erreichen, das ist zu viel. Dann hätte ich hinten so dünn schleifen müssen, da ist der auch schon fast weg. Also wollte ich einfach nur so 25, 26 Grad. Nein. Auf der linken Seite musste ich noch stark hinterschneiden. Und beide waren einfach noch nicht auf 24 Grad oder beziehungsweise 25, 26.
Und die Breite oben hatte ich auch noch nicht erreicht. So, ich stelle das Bild einmal scharf. So, jetzt sieht man schon, dass also wirklich, das Bild ist scharf. Das heißt, ich habe hier hinter den Schneiden kein Material, was stört und was jetzt noch dann da verschleifen würde, wenn ich mit reinfahre. Das heißt, wir haben den, wenn ich hier jetzt so halte, so hinterschliffen, dass da überall kein Druck aufkommen kann. So, das dürfte dann auch locker noch von vorne zu beladen sein hier. Ja, ich glaube, etwas über 600 kann ich dann hier vorne beladen. Ah, hier passt was nicht. Wenn die wieder rausspringt, ah ja, hier blinkt es auch, ist es nicht ganz offen. Ach so, ich habe hier meinen Türregler drin. Dann machen wir es so. M36, ja. So, dann leuchtet hier nichts mehr und dann geht das auch rein. Tja, da muss ich auch weiter zudrehen noch. So. So, jetzt dann die Werkzeugplatzbelegung. Habe ich, glaube ich, schon festgelegt, aber jetzt war noch mal ein paar Tage dazwischen, jetzt habe ich es vergessen. Okay, eins weiß ich, der hier ist angetrieben und das kommt definitiv auf T11. Ich habe wahrscheinlich auch noch keine Werkzeuge vermessen. Okay, also, dann vermesse ich erstmal die Werkzeuge, die vermessen werden müssen. Das, ja, der Rest ist vermessen. Beziehungsweise hier die Stecher, die wollte ich über Ankratzen am Teil vermessen. Vor allem den geschliffenen. Aber ich guck mal, wie das überhaupt jetzt aussehen würde. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Theoretiker. Ich weiß auch bis jetzt noch nicht, wie ich das gleich programmiere, wie ich das mache, keine Ahnung. Das ergibt sich dann gleich. So, 70, 8, 1, 3. Ah, da ist er. Ja, passt einfach schon. Da haben wir jetzt in X haben wir jetzt hier 102,777. Machen wir mal ein Z, gehe ich hier auf die Spitze, würde ein paar Mal rum. Ein bisschen Fehler ist hier drin, ne, aber es passt. 51, 7, 8, 6. So, wie sieht das denn eigentlich dann aus? Ja, doch, klar. Ich mache dann ja einfach den hier als X. Ich schreibe es mir auf jeden Fall schon mal auf. Oh, warte mal, warte mal. Das ist, glaube ich, die falsche Kante. Ja, ja. Das war der hier unten. Da müssen wir hin. So. 65,2. 88,38. Ja, noch. Boah, Junge, ist der dünn geworden, ey. Kriegt er mir nicht weg. Ich mache da
Richtig krank langsame Zustellung. Wie von Horn geschliffen. So. 69,13 und 91,26. Ich glaube, dass es nicht klug ist, die eine Schneide in X zu vermessen, diese hier, und diese in Z, weil ich dann ganz halt wieder die Plattenbreite mit verrechnen muss. Ich glaube, ich sollte lieber gucken, wo diese ist. Das wird zum Programmieren, glaube ich, deutlich angenehmer. Mache ich jetzt so. 89, 4, 2, 3. Muss ich bei anderen dann auch machen. Ja, alles auf die vordere linke Schneide. 65,2, das lassen wir stumpf so. So. Geh auch mit der Schneide auf. Ja. Dann habe ich nämlich 87, 1. Lampe aus, ich bin letztes durchgebrannt. Ich glaube, ich habe noch nichts angefangen. Nee, noch gar nichts. Ich habe noch keine Programmnummer gegeben. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, ich spanne das Material ein, also stelle ich auch den Spanndruck ein. Den knall ich ordentlich hoch. Dann kann mir da schon mal nichts passieren und ich kann mit dem Reitstock auch relativ stark rein. So. Haben wir jetzt 40 Bar. Machen wir 45, ist gut. So, Reitstock ist auf niedrigste. Gebe ich ihm nur ein bisschen Druck nach. Irgendwas wurde hier bei den Ventilen schon mal repariert, gemacht, getan. Aber der Reitstock, der ballert trotzdem sowas von vor. Auch auf geringem Bar. Halt richtig ins Teil rein. Genau, ach so, ja. Reitstock. Muss da gleich noch eine Spitze rein tun. Die habe ich noch nicht rausgesucht. Ja, ich spanne jetzt erstmal das Teil hier, das Rohteil, so 20 mm aus. So. Das ist jetzt erstmal kurz vorgespannt. In der kurzen Vorspannung werde ich dann Plan drehen und zentrieren und dann weiter ausspannen. Reitstock vor, Außenbearbeitung fertig machen und dann nur noch die Zehnerbohrungen setzen. Dann werde ich die hier nehmen, dass ich schön tief im Durchmesser rein kann und trotzdem keine Gefahr ist. So, dafür hole ich die passende mitlaufende Spitze. Nur den Kopf hier raus. Schlüssel müsste ich ja noch Maschine haben. Ah, jetzt habe ich den Hammer vergessen mitzunehmen. Ich nehme mal so einen. Das sollte auch gehen. So, jetzt muss ich hier das rauslesen. Ich tue jetzt immer schon diese beiden Schlüsselflächen nicht symmetrisch so zueinander, sondern so leicht, keine Ahnung, 10, 15 Grad versetzt. Dadurch kann ich dann später, wenn ich die wieder abmache, ja, ist jetzt hier ein anderer Aufsatz, aber auf jeden Fall lässt es sich mich dann so, dass die ungefähr genau so stehen. Dann kann ich hier mit einer Hand einfach so abhebeln. Immer. So, jetzt die Werkzeuge vernünftig verteilen. Also eins weiß ich, ich wollte das Angetriebene mit dem Dreierbohrer. Das tue ich auf jeden Fall auf Platz 11. So, ich will mich gerade hier ein bisschen umgewöhnen auf die Tastatur. Die habe ich mir gestern dran gemacht. Also, Parameter, Werkzeuge, ID-Liste. VHM-Bohrer, Vollhartmetallbohrer 3,0, Radial. 102,77. 53, 7, 8, 6, Mitte des Bohrers.
Z. Und dieser Halter ist links rum, um rechts rum zu drehen. Das haben manche radiale Werkzeuge so. Ja, das wird egal sein. Ja, wie gesagt, ich überlege alle Außenwerkzeuge, die vorne arbeiten, sprich der und der, die arbeiten ganz vorne am Reitstock auch. Das ist dann schon immer ganz gut, wenn die auf dem äußeren Platz sitzen, sprich hier den geraden Zahl. Dann kommt man hier hinten mit den ganzen Kasten einfach hier nicht so nah an den Reitstock dran. Nicht, dass die da dran kommen würden. Ich muss einfach nur auf weniger achten, wenn es komplett außer Gefahr ist. So, das heißt, wir fangen mal einfach bei T2 an. Wir gucken mal, wo wir rumkommen. Wenn wir jetzt sagen 2, der kann dann nämlich auf 1, weil der arbeitet ganz hinten und sticht nur noch ab. 1, 2, 3. Nee, 4 und 3. Weil der arbeitet wieder in der Mitte des Teils, kann auch wieder auf innerem Platz. Ja, los. Das mache ich doch erstmal so und dann müssen wir wieder mehr. 1, 2, 4 und die 3 Lücke noch füllen. Jetzt hätte ich noch 5 Werkzeuge. Auch nicht gerade, ob die Bohrer neben das Angetriebene und den Stecher passen. Also die sind dann auf jeden Fall über dem Futter, aber halt nicht drin. Ich probiere das einmal kurz aus. Hier 10. Ich mache jetzt dann mal 10, 12. Offen. Den, dann muss ich noch die Länge eingeben. Das dürfte auch der gewesen sein von der Länge. So. Fertig. Wenn ich jetzt einfach mal einen Handbetrieb weil der wird ja jetzt hier irgendwo da bohren. Ja, locker, locker. Ganz locker. Sehr schön. Boah, hier sind wir schon, ne? Minus, was weiß ich, so tief werden wir niemals fahren müssen und die Bohrer haben wunderbar Platz. Der da hinten, okay, der wird in Z ein bisschen länger noch, weil ich werde wahrscheinlich mit dem hier noch bis hier eher fahren. Aber da hinten, der hat genug Platz. Ja, genau, dazu. Verwandt, ne? Das sind hier, ja, hier, das sind hier so 30 Millimeter. Aber ich muss hier nur so 20 weiter. Das heißt, es wird ein bisschen eng, muss ich ein bisschen gucken. Aber geht. Das ist gut. So, dann haben wir noch Platz. Und müssen wir noch unterbringen. Noch 3 Werkzeuge. Ja. Okay. Ich setze den Zentrierbohrer mal auf 6. Okay, dann gebe ich mal. Ach, die habe ich ja noch nicht mal angelegt. Jetzt wird es ja schon spannend, die anzulegen. Umso besser ich die jetzt anlege, dann funktionieren nämlich vielleicht sogar Zyklen, wenn ich dann wiederum die Fertigteilbeschreibung gut mache. Also, das ist das erste Mal, dass ich ein Werkzeug so auch im Winkel irgendwie jetzt anlegen muss. Mal gucken, ob das funktioniert, wie das funktioniert, keine Ahnung. Machen wir mal neu Menü, Standard-Drehwerkzeuge. Ja, Einstech Standard nehmen wir mal. Hier mal die 1. ID 60 Grad. Horn, wie breit ist der? 1,5 oder 2? 1,5.
So, X war jetzt 65,2 und Z ist 87,1. Ich muss mich mal drauf besinnen, welche Spitze das jetzt war. Welche war das jetzt? Naja, ja, okay. 90 Grad. Ich probiere mal was anderes. Ich will das, guck mal erstmal Sonderdrehwerkzeuge. Stechdrehwerkzeug. Jetzt nochmal die 1. Nee, lässt er mich auch nicht mehr. Mal irgendwas eintragen. Ich will jetzt auf die nächste Seite. ET und SL brauchen wir noch und SB. Ziemlich 5, 1,5 und 92. UT 5. So, was haben wir denn hier dann? Nee, keine Möglichkeit. Irgendein Winkel. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was wäre das Richtige? Machen wir einfach Sonderdrehwerkzeug. Jetzt hier die 1 und dann gucken wir mal weiter. Okay, hier kann man fast gar nichts eingeben. Also, ich muss ein neues Teil anlegen und ich muss pissen. Und danach kann ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Und dann suche ich einmal die ganze, ich suche dann gleich einmal die ganze Werkzeugbibliothek durch, was es für Standard-Voreinstellungen gibt. So, ich gehe mal kurz aufs Klo. So, komm mit. Ja, okay, das Sonderdrehwerkzeug wird mir wohl wahrscheinlich viele Zyklen zulassen, ohne dass er dann sagt, nee, das geht des und deswegen nicht. Und ich mache die als Sonderdrehwerkzeug und muss wahrscheinlich alles Fuß programmieren. Scheiß drauf. Sonderdrehwerkzeug, Sonderdrehwerkzeug. So. Ich gebe das hier als 3. Was haben wir dann? Können wir auch nichts wirklich eingeben. Also 60 Grad und 1,5, 65,2, 87,1, Radius 0,2. So. Ja, hier kann man so richtig schön fast nichts eingeben, aber dadurch dürfte er auch von nichts gestört werden. Sonderdrehwerkzeug, Sonderdrehwerkzeug. Auf die 3. Das ist dann jetzt der Schwalbenschwül. Werde ich jetzt nicht unbedingt in der Werkzeugtabelle danach lassen. Der hat 69,13 und 89,4. Oh, nicht 3,2, sondern 2,3. Radius 0,1.
einzeln angelegt. So, und dann kann ich die auch einbauen. Oh, da sieht man schon von der Höhe her, wird beim Zentrieren hier nicht stören. Und da der Zentrierer außen ist, wird der Zentrierer, denke ich, nicht den hier stören, wenn der da sticht. So, den noch. Ja, da sieht es jetzt schon anders aus. Ich glaube. Ne, weißt du was, die packe ich nebeneinander. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bohrer, wenn ich mit dem hier bis hier ja so vorfahre und hier am Stechen bin, dann wird der Bohrer hier mir in der Wand sitzen. Den setze ich auch auf 8. Wow. Das zu. So, jetzt gerade habe ich echt ein bisschen Bammel, ob das alles so funktioniert. Aber muss ja. So. Crazy shit. Du denkst, ja, kann nichts passieren, dann knallt so richtig. Das ist